3D-Rap bietet mit den Ngasa-Pedalen High-End mit kreativen Detaillösungen. Alles zu den neuen Ngasa GT Pro Pedalen erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Die Pedale wurden als Testmuster von 3D-Rap zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Das Unternehmen. 3D-Rap ist ein italienisches Unternehmen, welches ich euch bereits in meinem Kanal vorgestellt habe. Mit der Akina Handbrake, dem Pikes Shifter und den Mods für die Fanatec CSL-Pedale habe ich euch einige Inhalte bereits hochgeladen. Klickt auf Videos, um die Reviews bei Bedarf nachzuholen. Kapitel Nummer 2: Der Preis. Die Ngasa GT Pedale sind als Lite-Version um 5,49 und in der von mir getesteten Pro-Version um 6,49 erhältlich. Bei der Pro-Version werden Nocken anstatt der üblichen Federn verbaut, um die Pedalcharakteristik variabler beeinflussen zu können. Die in meinem Review gezeigte Base GT ist um 99 € erhältlich, wenn du diesen Rahmen samt Fußablage verwenden willst, um die Pedale zu montieren. Alternativ kannst du die Pedale auch ohne den Base GT Rahmen direkt mit deinem Rig verschrauben. Über die genauen technischen Zusammenhänge sprechen wir dann in ein paar Minuten. Kapitel Nummer 3: Der Lieferumfang. Beim Ngasa Kit GT Pro handelt es sich um ein 3-Weg-Pedalset, bestehend aus Gas, der Bremse und der Kupplung. Mit dabei sind austauschbare Nocken, ein Ersatzelastomer, Montagewerkzeug und eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung. Nächstes Kapitel: Zusammenbau und die Kompatibilität. Das Pedalset ist in Sachen Plattform mit dem PC kompatibel und wird über USB direkt an den Rechner angeschlossen. Eine Konsolenkompatibilität gibt es mit diesen Pedalen Stand heute nicht. Wenn das Pedalset mit dem Basisrahmen geordert wird, dann kommt dies, wie in meinem Fall, fertig zusammengebaut zu euch. In Sachen Rig-Befestigung werden die Pedale von unten über in die Aluprofile eingebrachten Nuttensteine verschraubt. Weiter geht's mit dem Kapitel Software. Mit der 3D-Rap Software könnt ihr diverse Anpassungen vornehmen. Dies sind die bekannten Einstellungen für die untere und die obere Totzone. Ich empfehle dies bei Inbetriebnahme immer zuerst über die Software des Pedalanbieters zu machen. Später kannst du dann im Spiel gegebenenfalls mit den Totzonen nachjustieren. Mit dem Gamma-Wert lässt sich die Pedalkurve einstellen. Du kannst beispielsweise bei 50% Pedalweg einen geringeren Signaloutput mit dem Gamma-Wert konfigurieren. Bei der Gefahr von durchdrehenden Rädern bei Nässe hast du somit mehr Pedalweg für die Beschleunigungsphase zur Verfügung. Nächstes Kapitel: Die Abmessungen und der Aufbau. Ein Kapitel, welches wir uns am besten live und direkt an den Pedalen angucken. Um euch das besser zeigen zu können, habe ich die Pedale jetzt mit der Simetic-Aufnahme verbunden gelassen. Das könnt ihr hier sehen, wenn ich diese Dinger jetzt umdrehe. Ihr habt bei Simetic beim K2R diese beiden Querstreben und diese werden jetzt mit diesen 40x40 Aluprofilen der Ngasa-Pedale über die Nuttensteine verbunden. Das heißt, die Montage, die gelingt sehr einfach, auf allen üblichen Rigs sehr variabel. Ihr bekommt die Ngasa-Pedale, wenn ihr diese Basisplatte dazu ordert, komplett fertig vormontiert. Genauso wie ihr diese jetzt hier
bei mir seht. Ihr müsst hier nichts mehr zusammenbauen, die sind fix fertig vormontiert. Welche Einstellungsmöglichkeiten habt ihr? Über die genaue Mechanik bezüglich der Auswirkungen diverser Verstellungen sprechen wir dann später direkt live am Rig. Aber jetzt zu den allgemeinen Einstellungsmöglichkeiten, die ihr habt. Ihr könnt jetzt über diesen Rahmen, das heißt über diese 40x40 Aluprofile, die Abstände der Pedale zueinander noch etwas variieren, etwas näher zusammen, etwas weiter auseinander. Das gelingt sehr einfach und selbsterklärend in meinen Augen. Dann welche Möglichkeiten habt ihr noch? Ohne die Basisplatte könnt ihr diese Dinger dann, wie ihr wollt, auf eurem Rig positionieren. Das heißt, einige von euch, die möchten einen breiten Abstand zwischen Gas und Bremspedal. Das heißt, du kannst dann diese Dinger komplett lösen von der Basisplatte und hier das Gaspedal ganz weit rechts, das Bremspedal hier ganz weit links. Und wenn du die Kupplung nur zum Starten beispielsweise benötigst, könntest du diese dann auch in die Mitte setzen, da du dieses Pedal ja nur selten verwendest. Lasst uns die Grundabmessungen noch mal kurz durchgehen. Ihr habt mit diesem Basisrahmen, das könnt ihr hier gut erkennen, 350 mit der Fußablage, etwas schmäler mit dem Pedalrahmen. Ihr habt eine Gesamthöhe bis zur Oberseite der Pedale von ungefähr 250 mm. Diese könnt ihr dann auch noch variieren, sprich ihr könnt die Pedalplatten hier an den Schrauben lösen und über das Lochbild noch etwas höher setzen. Das könnt ihr hier gut erkennen. Das heißt hier nochmal da würde ich jetzt sagen, das sind, ich halte euch das nochmal besser in die Cam, das sind um die 15 mm, die ihr übers Lochbild jetzt etwas nach oben gehen könnt. Hier zeige ich euch noch Zubehör von 3D-Wrap. Das sind jetzt Pedalplatten, die im Speziellen für den Barfuß- oder Sockenbetrieb ausgelegt sind. Das heißt, wenn ihr jetzt eben barfuß unterwegs seid, habt ihr so eine aus Elastomer ausgeführte Auflage. Das heißt, die schont euren Fußballen sozusagen vor stärkerem Pedaldruck. Das fühlt sich dann sehr komfortabel an. Ich werde diese Dinger dann auch montieren und nochmal testen, wie sich diese dann im Alltagsbetrieb anfühlen. Ihr habt dann hier auch noch Footrests, das heißt Fußablagen, die ihr hier unterseitig, wenn ihr diese Fußablage, diese lange mit der Baseplate nicht ordert, separat bestellen könnt und über diese Schrauben hier seitlich anbringen und entsprechend auch eine Fußablage, eben keine durchgehende am Start habt. Was gibt es noch für euch zu berichten hinsichtlich der Gaser-Pedale? Ihr habt ein übliches USB-Kabel, mit dem ihr diese Pedale verbindet. Dieses ist relativ lang gehalten. Ich messe euch das nochmal durch. Da haben wir, ich würde jetzt sagen, 1 Meter und nochmal 1 Meter dazu. Ja, ihr habt um die 2 Meter USB-Kabellänge, mit dem ihr dann entsprechend an euren PC, an euren USB-Anschluss geht. Ihr seht, die Pedale sind separat hier direkt über diese Steuerbox, über die Elektronik verbunden. Hier über sehr satt und gut ausgeführte Schraubenanschlüsse. Das zeige ich euch jetzt hier beispielsweise am Gas. Ihr habt so eine Überwurfmutter, so ein Gewinde. Und wenn ihr diese löst, dann könnt ihr auch die Pedale lösen und ihr seht diesen Anschluss, diesen 1, 2, 3, 4, 5 Pin Anschluss mit so einer oberseitigen Einkerbung, die dann entsprechend im Gegenstück beim Anschluss einrastet, sehr satt einrastet. Ihr habt hier sehr dicke Pins am Start, das heißt, das ist alles sehr solide in meinen Augen gebaut, angesteckt, die Überwurfmutter angezogen und das Ganze ist sehr sauber fixiert. Ihr habt hier mit Textil ummantelte Kabel, 1, 2, 3, in meinen Augen sehr sauber verarbeitet und ihr habt eben das USB-Kabel hier fix verkabelt, hier raus zu eurem PC. Die Anschlüsse mit THR für Throttle, das heißt Gas, BAR für Brake und für CLU für Klatsch die Kupplung. Ihr seht bei diesen eingebrachten Elastomerteilen hier diesen Schutz fürs Kabel. Ihr seht, darauf gehen wir dann etwas später nochmal ein, hier innenseitig diese Dämpfer für die Endanschläge, das heißt absolut keine Geräuschemission. Weiter geht's mit den Pedaleinstellungen. An dieser Stelle gehen wir wieder live ans Rig und sehen uns alle Möglichkeiten an. Viel Spaß damit. Ich zeige euch jetzt ein paar Verstellmöglichkeiten hier direkt am Gaspedal.
Eine Möglichkeit, die ihr habt, ist hier vorderseitig, wenn ihr diese beiden Schrauben löst, dann könnt ihr die komplette Pedaleinheit hier entsprechend dieser Langlöcher im Winkel verstellen. Das heißt, ihr könnt dies so nach oben setzen oder entsprechend nach unten. Was für einen Sinn hat dies? Wenn du jetzt ein Rig hast mit keiner Verstellmöglichkeit für den Anstellwinkel der Pedale, dann kannst du bei einem neutralen Winkel deiner Pedale sozusagen hier das komplette Pedalpaket in Richtung deiner Sitzposition anstellen. Bei mir, ich habe jetzt hier so einen Winkel von 20 Grad anliegen. Da ist so eine Position im Bereich neutral dieser Pedale. Oder wenn ich dies noch etwas weiter zu mir geneigt haben will, etwa in dieser Position nochmal ein paar Winkelgrad dazu, die optimale, um unterwegs sein zu können. Ihr könnt dies dann bei allen 3 Pedalen entsprechend anpassen. Beispielsweise du bist mit Heel and Toe unterwegs, möchtest das Gaspedal etwas weiter vorstehend haben im Winkel, um von der Bremse hier mit dem rechten Fuß diese Zwischengasstöße zu geben, dann ist dies sehr einfach und ohne jegliche Einschränkungen bzw. Rasterungen möglich. Dann Einstellungsmöglichkeit Nummer 2, das kennt ihr aus meinen bisherigen Pedal-Reviews. Da habt ihr bei dieser Schraube, die könnt ihr hier in 4 Lochpositionen verstellen, 1, 2, 3, 4 und bestimmt so entsprechend die Pedalbetätigungskraft. Das könnt ihr hier machen. Was können wir noch sehen? Guckt da in der sehr ausführlichen Bedienungseinleitung nach, da ist das alles nochmal wunderbar erklärt. Ihr habt dann hier an dieser Schraube nochmal die Möglichkeit, auf die Pedalkraft entsprechend einzugehen. Bei diesen beiden Schrauben habt ihr auch noch die Möglichkeit, entsprechend die Federvorspannung zu beeinflussen. Das heißt, in der Ausgangslage des Pedals, wie fühlt sich dieses an? Muss ich es etwas fester drücken, um aus der Ausgangslage in Richtung Endlage zu bewegen? Oder soll dies etwas leichter vonstatten gehen? Mit dieser Schraube hier unterseitig habt ihr die Möglichkeit, das Travel Limit, das heißt den Pedalweg, zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Da habt ihr innenseitig mit Elastomer überzogen. Das kennt ihr aus diesem Pedal-Review mit diesen Mods, das habe ich euch erklärt. So einen Dämpfer drauf und wenn ihr jetzt das Pedal betätigt, hört ihr alles schön gedämpft. Ihr habt absolut keine Geräuschemissionen an den Endanschlägen. Den Pedalwinkel, den haben wir soeben besprochen. Da habt ihr 25 Grad, er gibt dies über das Langloch zur Verfügung. Und den letzten Punkt, den wir dann noch mal genauestens in der Nahaufnahme besprechen, das ist diese Schraube mit dieser Aufnahme und dieser Lagerung. Da habt ihr diese Nocke, diese verbaute Nocke mit unterschiedlichen Ausführungen, mit unterschiedlichen Kurven gibt es die. Und da könnt ihr die Pedalcharakteristik über diese entsprechende Nocke anpassen. Nächstes Kapitel, das CBF-System. In diesem Kapitel erkläre ich euch die technischen Gegebenheiten der von 3D-Rap entwickelten Lösung. CBF steht für Cam-Based Feeling und bedeutet übersetzt ein nockenbasiertes Gefühl bei der Pedalbetätigung. Was gibt es bei den Pedalen jetzt noch zu berichten? Ich möchte jetzt nochmal genauer auf diese Cam, auf diese Nocke, auf diese Nockentechnologie eingehen, mit der ihr dann entsprechende Pedalkurven generieren könnt. Das heißt, ich zeige euch das hier jetzt nochmal live. Was ist so eine Nocke? So eine Nocke ist so ein speziell geformtes Bauteil. Das könnt ihr, ich hoffe, ich bekomme das jetzt etwas besser scharf gestellt. Eine Nocke ist so ein speziell geformtes Bauteil, hier aus Edelstahl, lasergeschnitten und eingebracht mit 2 Kugellagern. Und über die Formgebung dieser Nocke wird entsprechend eine Pedalcharakteristik bestimmt. Das heißt, ich erkläre das jetzt hier nochmal direkt live am Pedal. Du siehst die Funktion und zwar hast du über den Pedalarm diese Aufnahme. In dieser Aufnahme wird diese Nocke gelagert. Das heißt, diese Nocke wird so eingebracht. Du hast über das Kugellager, das hier eingebracht wird, und über das Gegenlager, das ist hier, das ist das zweite Lager, wird diese Nocke aufgenommen. Und diese Nocke, wenn du dies jetzt über die Mechanik drückst, die bewegt sich klarerweise eine Rotation und als Gegenpol, sozusagen als Gegendruck, hast du hier über eine Feder vorgespannt und über ein weiteres großes Kugellager, das ist dieses hier, hast du den Widerstand zu deiner Nocke. Und
entsprechend wie diese Nocke jetzt geformt ist, so verhält sich dies dann auch auf deiner Pedalcharakteristik. Das heißt, hast du jetzt beispielsweise diese Nocke hier angebracht, simulieren wir das hier mal, so eine Nocke und eine andere Formgebung. Das heißt, dann kannst du zum Beispiel bei dieser Pedalauslösung, wenn die Nocke anders geformt ist, hier einen anderen Pedalwiderstand, einen stärkeren, einen schwächeren simulieren. Das heißt, auch bei dir, wenn du jetzt mit der Kupplung unterwegs bist und diesen klassischen Schleifpunkt der Kupplung simulieren willst, das kannst du hier gut erkennen. Hier Initialphase, hast du eine etwas höhere Kraft, dann lässt diese Kraft relativ stark nach. Das heißt, die Nocke geht über das Kugellager drüber, hat einen Freiraum und wird dann wieder entsprechend kräftiger. Das kannst du hier relativ gut an der Mechanik erkennen und entsprechend beeinflussen, wenn du entsprechende Nocken tauscht. Du hast hier eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung am Start. Guck das nochmal durch, diverse Presets, über die du dann entsprechende Stile, hier Formula Modern, Formula Vintage, GT, Rally oder Drift, das sind so Voreinstellungen, die du ausprobieren kannst, Empfehlungen von 3D-Rap, welche Stellschrauben du drehen sollst, wie du dies anpassen sollst, um diverse Charakteristiken auf den Pedalen passend zu den entsprechenden Fahrzeugklassen simulieren zu können. Zum Abschluss des Technikkapitels noch ein paar Abmessungen für euch. Ihr habt hier Carbon-Pedalplatten, über die wir bereits gesprochen haben, mit einer Dicke von 3 mm. Diese könnt ihr, wie bereits erwähnt, ersetzen durch Pedalplatten aus Metall oder die vorhin gezeigten Pedalplatten für den Barfußbetrieb, die in der Mitte gedämpft sind. Welche Materialstärken, Dicken habt ihr noch am Start? Ihr habt hier eine Edelstahlkonstruktion. Das ist durch die Bank 3 mm Edelstahl, bei der Fußablage 2 mm Edelstahl, Blech rausgelasert, sauber entgratet. Ihr habt bei den Pedalarmen hier diese Zwischenstücke, hier für die Aufnahme aus einem 3D-Druck. Das ist hier in der Mitte angebracht. Was gibt es noch zu sagen? Die entsprechenden Kugellager, natürlich aus Metall, diese komplette Konstruktion, diese Dämpfer für die Lautstärke aus einem 3D-Drucker. Einen wichtigen Aspekt, den ich euch noch erklären möchte, ist unsere Load Cell. Die habt ihr hier drinnen in diesem Gehäuse verbaut. Auch diese könnt ihr über die Stellschrauben nach oben, nach unten setzen, um entsprechend die Power direkt am Pedal beeinflussen zu können. Und hier innenseitig habt ihr noch ein Elastomer-Paket. Das ist so ein Ding. Auch das könnt ihr entsprechend der Charakteristik dann nochmal austauschen, um eure perfekte Abbildung der Bremssimulation hier an die Engasa-Pedale zu bringen. Guckt hier, wie bereits erwähnt, in der sehr ausführlichen Bedienungsanleitung nach, die in meinen Augen keine Wünsche offen lässt, und ich empfehle immer bei hochwertigen Pedalen wie diesen, dich mit diesen Dingern dann auch auseinandersetzen zu wollen. Das ist keine Plug-and-Play-Lösung, sondern du sollst aus diesen Pedalen in meinen Augen das Maximum für dich herausholen, für dieses du auch natürlich bezahlst. Machen wir weiter mit einigen technischen Details. Die Position vom Gas- und Kupplungspedal wird über einen Hall-Sensor berührungslos bestimmt. Vereinfacht gesagt ist hier Strom- und Magnetfeld im Spiel, um die Position der Pedale berührungs- und somit verschleißfrei zu übermitteln. Beim Bremspedal sind über die 100 Kilogramm Load Cell hohe Pedalkräfte möglich, die sich im Bereich etwas oberhalb von Fanatec CSP V3 wiederfinden. Die Pedalarme bzw. Nocken sind kugelgelagert und Rückstellfedern sind vorderseitig eingelassen. Weiter geht's mit der Verarbeitung, dem Material und der Haptik. Die Engasa-Pedale bestehen aus lasergeschnittenen Edelstahlprofilen. Jegliche Aufnahmen, Pedalarme und die gesamte Grundplatte wurden aus Metall, überwiegend Edelstahl, gefertigt. Ausnahme sind die Platine, Elektronik und die Zwischenplatten aus dem 3D-Drucker. Die Pedalplatten wurden aus Carbon gefertigt. Pedalplatten für den Barfußbetrieb sind ebenso erhältlich und solche in einer Edelstahl-Variante. In Sachen Verarbeitung, Spaltmasse und Haptik gibt's an dieser Stelle nichts zu kritisieren. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, die Optik. Die Engasa-Pedale machen einen sehr puristischen Eindruck. Man sieht auf den ersten Blick, dass sich diverse Detaillösungen sehr deutlich von den üblichen Pedalkonstruktionen anderer Mitbewerber unterscheiden. Die Nockentechnik habe ich so bis dato noch bei keinem anderen Pedalset gesehen.
Der Basisrahmen wirkt unaufgeregt und fügt sich ins Design gut ein. Das stirnseitig angebrachte Gehäuse für die Elektronik wirkt sauber und aufgeräumt, genauso wie die mit Textil ummantelten Kabel. Machen wir weiter mit unserem Hauptkapitel, dem Rennstreckentest. Ich nutze in diesem Test die Ngasa-Pedale an einem Simetic K2R und RaceX Cockpit in meinem SimRacing Test Center. In den nächsten Wochen werden diese Pedale weiterhin bei mir im Haus sein und ihr könnt mich buchen und besuchen und euch selbst ein Bild von den Ngasa-Pedalen direkt auf der Rennstrecke machen. Lasst uns an dieser Stelle wieder ein paar Runden live drehen, damit ich euch meine Eindrücke schildern kann. In unserem heutigen Rennstreckentest sind wir mit einem alten Nissan Skyline Black Cat County mit Assetto Corsa unterwegs. Die Ngasa-Pedale sind auf einem Simetic K2R montiert. Wir sind mit sequentiellen Shifter von Thrustmaster unterwegs und der Moser R9 Wheelbase mit dem Moser GS Lenkrad. Lasst uns jetzt reingehen ins Rennen. Was ihr auf den ersten Metern mit den Ngasa-Pedalen spürt, ist, dass es sich um sehr exakt gelagerte Pedalarme haltet. Ihr habt hier kein Wackeln, kein sich bewegen, kein Verwinden. Alles ist sehr exakt geführt, sehr stabil montiert. Das nächste, was euch auffällt jetzt von der Geräuschkulisse, ist, ihr hört einzig und allein das Klackern jetzt meines sequentiellen Shifters. Und von den Pedalen, da hört ihr absolut nichts. Die sind sehr gut gedämpft in den Endanschlägen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mal fest auf die Pedale draufhaut, da werdet ihr keine Geräuschemissionen vernehmen. Das werden euch eure Nachbarn oder Mitbewohner dann danken. Die werden sehr froh sein. Und wie gesagt, jetzt hier in dem Test hört ihr einzig und allein den Spielesound beziehungsweise das Klackern hier meines sequentiellen Shifters. Was gibt es noch zu bemerken? Ich habe jetzt so ein mittleres Setting eingestellt zwischen Pedalweg und Pedalstärke. Das heißt, auf der Bremse habe ich einen mittelmäßig langen Pedalweg, so würde ich dies jetzt bezeichnen. Wenn ihr jetzt von herkömmlichen Logitech Thrustmaster eher günstigeren Pedalsets kommt, wird euch dieser Pedalweg sehr kurz vorkommen. An das müsst ihr euch gewöhnen, aber ihr werdet euch binnen 3-4 Minuten daran gewöhnen, kürzere Reaktionszeiten, kürzere Wege am Start haben und somit einiges an Zeit auf der Rennstrecke sparen können. Ihr habt jetzt bei 3D-Rap, den Ngasa-Pedalen im Handbuch diverse Presets, das heißt so Voreinstellungen, Konfigurationsempfehlungen aufgedruckt. Guckt da mal rein, testet die durch und entscheidet dann entsprechend eurer Präferenzen, welche Einstellung, welches Preset ihr bevorzugt, beziehungsweise könnt ihr dies dann noch entsprechend manipulieren, diverse Parameter nochmal anpassen. Findet hier am besten eure bevorzugte Einstellung. Ich empfehle euch unbedingt beim Kauf dieser hochwertigen Pedale mit den Einstellungen etwas rumzuprobieren, um das Maximum für euch rauszuholen. Genau aus diesem Grund schafft man sich Pedale dieser Preisklasse an, um sich auch mit diesen Dingern eingehend beschäftigen zu wollen. Jetzt zurück hier zum Live-Rennstreckentest. Ich kann jetzt hier nichts großartig Spannendes berichten und das ist jetzt ein positiver Aspekt. Hier läuft alles wunderbar und sehr geschmeidig. Was mir auffällt, ist diese geneigte Fußablageplatte, die sich ergonomisch in meinen Augen besser ins Gesamtpaket einfügt oder ergonomischer einfügt, als dies bei 90 Grad nach vorne stehenden Fußablagen der Fall ist. Das finde ich ergonomisch sehr gut. Eure Ferse, die gleitet hier wunderbar über die Pedal- bzw. Fußablage. Das finde ich sehr gut. Ich bin sehr oft, das kennt ihr aus meinen Reviews, auch barfuß unterwegs oder in dem Fall mit Rennsocken. Auch da bitte 3D-Wrap im Angebot. Sehr günstige und in meinen Augen gut geformte und an den Unterseiten mit so Haftpads versehene Rennsocken an. Auch das fügt sich wunderbar ein. Passt in meinen Augen sehr gut zu der Charakteristik dieser Pedalplatten aus Carbon. Diese könnt ihr dann auch in Edelstahl ordern oder eine andere Möglichkeit. Ihr habt ergonomisch mit weichen Inneneinlagen geformte Pedalplatten, die jetzt extra für den Barfußbetrieb vorgesehen sind. Was ich hier sehr gut rausspüre, ist
ein sehr gutes, exaktes Dosieren des Gaspedals. Ich finde die Pedalkräfte gut abgestimmt. Und wenn wir jetzt aufs Bremspedal gehen, ich habe die Load Cell Power von bis zu 100 Kilogramm. Ich bin ungefähr jetzt, ich würde sagen, mit der Hälfte unterwegs, 40, 45 Kilogramm. Sagen wir mal um die 30 bis 40 Kilogramm an Pedalkraft, die ich im Moment am Start habe, ist für mich ein angenehmes Gefühl. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Bremser, aber mag dieses sehr exakte Pedalgefühl an der Bremse bzw. diesen sehr kurzen Weg, um von 0% Input in-game hier sofort aufs Maximum zu gehen. Was noch sehr gut funktioniert und gelingt mit diesem sehr kurzen, knackigen Pedalweg an der Bremse, ist das Tailbraking. Über das haben wir auch sehr ausführlich gesprochen. Hier voll auf die Bremse und in der Bremse das Pedal dann wieder leicht lösen. Das haben wir sehr ausführlich schon mal in einem Review besprochen. Du nutzt auch den Weg in die Kurve rein bis zum Scheitelpunkt als Bremszone und kannst somit später an die Bremse gehen und gewinnst natürlich Zeit auf der Strecke. Hier reinbremsen in eine Kurve, langsam lösen und sofort wieder ans Gas. Das kann dir pro Kurve 1 bis 2 Zehntel bringen und du wirst sehen, wie deine Rundenzeiten purzeln, wenn du diese Technik, Trailbraking, das Reinbremsen bis zum Scheitelpunkt entsprechend ausnutzt. Sehen wir uns das nochmal in der nächsten Kurve an. Hier voll auf die Kurve hin, etwas später bremsen und den Bremsweg in die Kurve hinein nutzen, langsam von der Bremse runter und dann wieder aufs Gas. Das heißt, du hast auf den Pedalen keinen Leerlauf, keine Rollphasen. Sprich, entweder bremst du bis spät in die Kurve rein, bis zum Scheitelpunkt und löst gleichzeitig dein Bremspedal. Und dann ist das so eine quasi Bewegung wie auf einer Wippe, runter vom Bremspedal und gleich wieder rauf aufs Gaspedal, früh ans Gaspedal, um entsprechend Rundenzeiten nach unten zu drücken. Lasst uns jetzt die paar Meter auf der Rennstrecke nochmal zusammenfassen. Ich drehe jetzt diese Runde noch fertig und melde mich in Kürze bei euch. Zurück vom Rig. Weiter geht's mit den negativen, neutralen, positiven Aspekten sowie dem Fazit und der Kaufempfehlung. Nächstes Kapitel, die negativen Aspekte. Erster negativer Aspekt ist eine etwas raue Betätigung beim Kupplungspedal. Somit ist die Dosierung in meinen Augen nicht perfekt möglich. Zweiter negativer Aspekt ist der fummelige Austausch der Nocken. Dieser setzt Geduld und Fingerspitzengefühl voraus. Ein weiterer negativer Aspekt ist, dass Anpassungen ohne Werkzeug nicht möglich sind. 3D-Rap legt hierzu die benötigten Inbusschlüssel bei. Und letzter negativer Aspekt ist die Verwendung von M8 Nuttensteinen. Die meisten Rigs haben keine 8,5 mm großen Löcher verbohrt, um die Pedale mit M8 Schrauben zu befestigen. Ich habe die M8 Nuttensteine durch M6 Nuttensteine ersetzt, da dies in Sachen Stabilität bei weitem ausreicht und ich ein Aufbohren der Löcher in meinem Rig vermeiden wollte. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Preislich stufe ich 649 € fürs 3-Wege Ngasa Pro Pedalset teuer ein. Und wenn dann noch 100 € für den Basisrahmen investiert werden, dann sind knapp 750 € in meinen Augen ein Preisrahmen, der eher den negativen Aspekten zuzuordnen ist. Mein Bauchgefühl würde 649 für die Pro-Version inklusive Basisrahmen samt Fußablage passender einstufen. Wenn du auf die Nockenversion verzichtest, dann kannst du 100 € sparen, aber dahingehend kann ich dir an dieser Stelle im Moment keinen Vergleich anbieten. Weiter geht's mit den positiven Aspekten. Verarbeitung und Materialauswahl sind guter Standard. Alles wirkt solide und langlebig. Metall, soweit das Auge reicht. Gleiches gilt für die übersichtliche und einfach zu bedienende Software.
In Sachen Geräuschemissionen wirst du mit den sehr gut gedämpften Ngasa-Pedalen keine Probleme in einer hellhörigen Wohnung haben. Das nockenbasierte Pro-Pedalset hebt sich deutlich von der breiten Masse der Mitbewerber ab und somit lässt sich die Pedalcharakteristik mechanisch anpassen. Der Pedalweg und Kräfteverlauf, die werden eben durch die Formgebung der Nocken beeinflusst und das ist in meinen Augen ein technisch geniales Konzept. Auf der Rennstrecke ordne ich die Ngasa-Pedale in die Reihe der High-End-Mitbewerber Low-Cell-Lösungen ein. Das Betätigungsfeedback der Bremse ist kurz und knackig. Und letzter positiver Aspekt sind das umfangreiche Zubehör, die Upgrade-Möglichkeiten und die Anpassbarkeit in Sachen Optik. Machen wir weiter mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Nach innovativen Produkten wie beispielsweise der Equina Handbrake setzt 3D-Rap mit den Ngasa Pro-Pedalen diesen Weg fort. Ein tolles Konzept mit Nocken als Widerstand gepaart mit Federn und Kugellagern hebt sich deutlich von den immer gleichen Pedalkonzepten ab. Die unzähligen Verstellmöglichkeiten, das solide Design und ein gutes Gefühl auf der Rennstrecke sprechen Enthusiasten an, die zumindest 649 € für ein Pedalset in der Hinterhand haben. In Sachen Kaufempfehlung bedenke, dass diese Pedale an einem halbwegs stabilen Rig geschraubt werden sollten. Der Betrieb an einem Wheelstand, einem billigen Playseat oder freistehend am Boden macht mit den anliegenden Pedalkräften an der Bremse in meinen Augen keinen Sinn. Und als letzten Aspekt der Kaufempfehlung gebe ich den Rat, dass diese Pedale gemacht wurden, um sich damit beschäftigen zu wollen. Du bezahlst einen hohen Preis, der sich nur dann lohnt, wenn du die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten entsprechend deiner Präferenzen auch nutzen und ausprobieren möchtest. Vor dem spannenden Ausblick logge dich jetzt bei YouTube ein und lass mich wissen, was du von diesen Pedalen hältst und ob Pedale dieser Preisklasse ein Thema für dich sein könnten. Und wenn es dir gefallen hat, dann lasse gerne einen Like und ein Abo da. Willst du mich unterstützen, dann klicke bitte unterhalb in der Videobeschreibung auf die Möglichkeiten. Dies ist via PayPal, Patreon oder meinen Amazon-Link möglich, über den du bestellen kannst und keinen Cent mehr zahlst und Amazon paar Euronen an Provision für mich übrig lässt. Bei Interesse schaue in meinem Testcenter in Salzburg vorbei und drehe selbst ein paar Runden mit meiner Peripherie und nehme meine Beratung gerne in Anspruch. Und weiter geht's mit einem spannenden Ausblick. In nächster Zeit werde ich mich um ein Langzeitreview des Simetic K2R kümmern. Und einige weitere spannende Projekte sind bereits auf Schiene. Ich kann oder darf an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, aber ich verspreche euch, dass ein heißer Simracing-Herbst mit einigen neuen Produkten vor der Tür steht. Liebe Grüße, danke für euren Support in meinem Kanal und bis zum nächsten Mal, euer Ron.